أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Normalerweise würde man sagen, ich war römisch-katholisch, aber ich hatte noch nie was von der Kirche gehalten und vom Papst sowieso nicht. Weil das einfach eine unnötige Einrichtung ist und selbst der Prophet Jesus hat überhaupt nie gesagt, er richtet eine Kirche. In keiner Stelle der Bibel steht, er richtet eine Kirche. Jesus hat auch nie behauptet, ich bin Gott oder ich bin Gottes Sohn oder betet mich an. In keiner Stelle steht das in der Bibel. Und von daher würde ich eher sagen, ich hatte meinen Glauben an Gott, aber das war nicht an eine Kirche oder an eine Religionsrichtung gebunden. Weil einfach meine Vorstellung von Gott nicht sehr kompatibel war mit der Vorstellung der Kirche, was die vorgibt. Ja, von wegen Jesus Gottes Sohn und so. Also wie bin ich letzten Endes zum Islam gekommen? Das ist eine gute Frage. Eigentlich ging das eher schleichend, würde ich sagen. Und ich würde heute sagen, ich bin eher dahin gelenkt worden. Letzten Endes war es so, als ich Shahada ausgesprochen habe, das war ein Tag, ein Cousin von meiner Frau war da. Und wir haben uns über Islam unterhalten und ich habe ihm meine Vorstellung von Gott eigentlich erklärt, dass ich denke, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist und dass ich denke, dass letzten Endes der alles erschaffen hat, doch viel mächtiger ist, als die Kirche ihn beschreibt, ne, mit diesen menschlichen Züge. Und von daher hat er zu mir gesagt, warum machst du dann nicht Shahada, warum kommst du dann nicht zum Islam? Ich habe das dann für mich überlegt und habe dann ganz spontan Ja gesagt. Ne? Das war einfach erstmal eine Entscheidung, ohne zu wissen, was das bedeutet. Und Alhamdulillah, Mashallah, das Schöne, 2 Nächte danach hatte ich einen extrem schönen Traum. Subhanallah, das war nach Frühgebet. Nee, doch nach Frühgebet. Ich hatte Frühgebet gemacht, habe mich wieder ins Bett gelegt. Und ich stand auf ich wusste nicht, wie ich da hochgekommen bin, ein großer weißer Balkon. Mit einem Weiß, was du dir nicht vorstellen kannst. Ich könnte das nicht zeigen, so weiß war das. Und auf einmal kam ein Engel, ein riesiger Engel. Ich war schon sehr hoch auf dem Balkon oben. Und ein riesiger Engel kam mit einem wunderschönen Gesicht. Ich kann nicht sagen, hatte der Hände, Füße. Solche Details habe ich nicht gesehen, nur sein Gesicht. Was extrem schön war. Allah ist mein Zeuge. Kein Maler, keine Kamera kann diese Schönheit festhalten, weil ich kann mir das nicht mal mehr richtig vorstellen, diese Schönheit. Und er sagt einfach zu mir, du hast es geschafft. Das war's. Du hast es geschafft. Mit einem Lächeln, was, Subhanallah, ich kann es mit nichts vergleichen. Und er dreht sich um, ich weiß nicht, ist er weggeflogen, weggegangen? Er hat sich entfernt. Und das Einzige, ich habe ihn noch gefragt, hör mal zu, wie lange lebe ich noch? Frage ich ihn. Und er sagt gar nichts. Er lächelt, er dreht sich um, er lächelt einfach nur. Wobei ich habe eine Kleinigkeit vergessen. Erstmal, als ich auf diesem Balkon stand, mein Lieblingssatz, mein erster Lieblingssatz, was ich hatte, war La hawla wa la quwwata illa billah. Keine Macht und keine Kraft, außer durch Allah. Das habe ich gesagt. Daraufhin ist der Engel erschienen. Daraufhin. Ich stand auf diesem Balkon, ein Fuß auf dem Geländer, das war wie Marmor oder so. Ich habe ganz laut gerufen, keine Macht und keine Kraft, außer durch Allah. Und dann ist der Engel erschienen, dann hat sich das Ganze so abgespielt, wie ich gesagt habe. Und Subhanallah, als ich ihn gefragt habe, wie lange lebst du noch oder wie lange lebe ich noch, er hat nichts gesagt, er hat sich umgedreht, er hat gelächelt und ist verschwunden, da bin ich dann auch aufgewacht. Und das war letzten Endes das, wo ich gewusst habe, okay, du hast das Richtige gemacht. Das war klar. Ne? Die Rechtleitung von Allah, ne? Ist die richtige Religion. Ich meine, mehr Beweis kann man nicht bekommen. Mehr Zeichen kann man nicht bekommen. Das ist schon das größte Zeichen überhaupt, was man kriegen kann. Ne?
Und deswegen, das war eigentlich die Geschichte, glaube ich, recht ausführlich. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.